Great. Well, just before we look at some of that stuff, 4 books I want to recommend to you. 4 Bücher möchte ich euch vorstellen. How many of you have read The Calvary Road? Wer von Please euch put up your hand if you've hat read die The Calvary Calvary Road. Road That's gelesen? great, but the rest of you need to read it. Aber die anderen müssen es noch lesen. George Verwer says, so this must be right, George Verwer sagt, es muss also The stimmen. Calvary Road will only take you a few minutes to read, Braucht nur ein paar Minuten, das zu lesen. but will lead to a lifetime of victory, power and reality. Aber lebenslang werdet ihr Sieger sein. Lynn Green, who's the head of YWAM, Living Green, der Leiter von YWAM, says, nothing has served to refresh my spirit more during the last several years than reading and rereading this book. nichts hat meinen Geist so erfrischt, wie dieses Buch zu lesen. Doesn't take long to read. Braucht man nicht lange. It's life transforming. Lebensverändernd. And then the author went through his own Calvary Road. Und dann hat der Roy Hesson, He was in the middle of a huge revival in East Africa, er war in einer großen Erweckungsbewegung in Afrika. and he started getting incredible criticism from his colleagues. Große Kritik wurde And he ausgesprochen. describes his own Calvary Road and how he handled it. Und er schreibt über seine eigene schwere Geschichte. Some of you are heading for the Muslim world. Einige von euch Some of you are heading for the Muslim world. gehen in die muslimische Welt. And if you are, and probably even if you're not, you need to read Too Hard for God by Charles Marsh. Und wenn ihr hingeht, auch wenn nicht, das müsst ihr lesen, das Buch. I remember him when I was a child going out to Algeria Als ich als junger Mensch nach Algerien ging, and basically giving his life, and along with his wife, for this country. gab er sein Leben für dieses Land. And in heaven today, in the grandstands of heaven, he'll be cheering Und im Himmel wird er im Moment sich freuen, as he sees what's going on in that country. weil er sieht, was in diesem Land passiert. Another of my heroes is John Stott. Noch einer von meinen Heroes ist John Stott. Probably when the history books are written, no evangelical Christian will have had a greater impact on the last century than this man. Kein evangelischer Christ wird einen größeren Eindruck hinterlassen haben als He's dieser now Mann. 88 years of age, 88 Jahre alt heute. one of the most godly men I've ever had the privilege of spending time with. Einer der frommsten Männer, die ich je getroffen habe. This is a call to Christian leaders based on the first 4 chapters of Corinthians, 1 Corinthians. Es basiert auf den ersten 4 Kapiteln von Korinther. If you like great biblical exposition Wenn ihr biblisches Fundament with mögt, fabulous practical application, mit praktischen Hinweisen, that's your book. das ist dein Buch. So we're going to talk about Jesus this morning, and there's nothing more exciting than that. Wir wollen über Jesus reden, nichts ist begeisternder als das. If you've got a Bible, I'd like you to turn to John chapter 1, and we're just going to read one verse there. In Johannes 1, Verse 18 of John chapter 1. Johannes 1, Vers 18. You do have a Bible, don't you? Ihr habt die Bibel dabei, oder? We are Christians, remember? So Wir sind if you Christen. haven't got a Bible, find a Christian, and you'll Falls ihr find they keine- probably have one. Keiner habt, dann sucht einen Christen, der hat wahrscheinlich eine dabei. John 1 verse 18. No one has ever seen God, Niemand hat Gott je gesehen. but God, the one and only, Der Eingeborene, who is at the Father's side, der Gott ist, in des Vaters Schoß ist, has made him known. der hat ihn uns verkündigt. What an incredible statement that is. Was für eine Aussage. It says 2 things to us. First of all, it says that Jesus is God. 2 Dinge. Es sagt als erstes, Jesus ist Gott. The person at the Father's side is God. That's per- what John says. Die Person, die neben dem Vater steht, ist Gott. And he also says he's the one and only. Und er sagt, er ist der Einzige. And that's where we come to this word unique. Und da kommen wir zu diesem Wort einzigartig. Jesus is unique. Jesus ist einzigartig. It's not Muhammad, Krishna, and Jesus. Es sind nicht Mohammed, Krishna und Jesus. It's not Abraham, Moses, and Jesus. Es geht nicht um Abraham, Mose und Jesus. It's just Jesus. Nur Jesus. He is one of a kind. Er ist einzigartig. He is the unique Son of God. Der einzigartige Sohn Gottes. The word unique is badly used in today's world. Dieses Wort einzigartig wird komisch benutzt I dieser was Tage. looking at an advert this morning about a beautiful part of the United Kingdom, and this company was saying they offer unique walks
in this beautiful area. Ich habe heute Morgen eine Werbung gesehen über Wanderungen, die man in England machen kann. Und die haben gesagt, die sind einzigartig. But they're telling lies Aber die erzählen eine Lüge. because other companies offer the same walks. Weil andere Firmen bieten die gleiche Wanderung an. So if it's unique, there aren't two of them. Also wenn die einzigartig sind, dann können es nicht zwei geben. And there aren't two Es Jesuses. gibt auch keine zwei Jesus. There aren't two religious leaders of equal quality and equal standard as Jesus. Es gibt keinen religiösen Leiter, der am gleichen Stand ist, wo Jesus steht. The Oxford Dictionary Das Oxford-Wörterbuch sagt uns, says the word unique means this: sagt, einzigartig bedeutet anything or anyone of which there is only one. irgendetwas oder irgendjemand, wo es nur einen von gibt. Something that has no equal, something that has no parallel. Nichts, das irgendwas Gleiches oder Paralleles besitzt. That's the Oxford Dictionary. Das sagt das Oxford-Wörterbuch. I want to ask you this morning, do you believe that about Jesus? Ich möchte euch fragen, glaubt ihr das über Jesus? Do you believe what this guy just said? Glaubt ihr, was der Mann gerade He gesagt hat? is the one and only. Raise your hand if you believe it. Ist der Einzige, meldet euch, wenn ihr das glaubt. Great. I just needed to know where we start from this Ich morning. musste nur wissen, wo wir anfangen heute Morgen. If you believe that, and you do, you've just raised your hand, Wenn ihr das glaubt und euch meldet, there's a couple of realities which immediately follow that. das hat Konsequenzen. The idea that all religions are the same is utter nonsense. Die Idee, dass alle Religionen das Gleiche sind, ist It's Schwachsinn. a very pleasant belief, a very enjoyable belief. Das ist ein angenehmer Glaube. My life would be made a whole lot easier if I could believe it, Mein Leben wäre einfacher, wenn ich das glauben könnte. but it's nonsense. Aber so ist es Schwachsinn. Because Jesus is unique, and the way of salvation he offers is a unique way. Jesus ist einzigartig und sein Weg der Rettung ist So einzigartig. the idea that different religions are like different pathways which lead to the summit of the same mountain is nonsense. So die Idee, dass verschiedene Religionen verschiedene Wege auf den gleichen Berg bringen, ist It's an Blödsinn. increasingly popular belief in today's world. Dieser Gedanke wächst mehr und mehr heutzutage. And what we're talking about this morning is politically very incorrect. Und darum, wo es heute Morgen geht, das ist eigentlich politisch nicht ganz richtig. All of these religions are of equal value. Alle diese Religionen haben den gleichen We Stand. respect all these religions equally. Wir müssen alle gleich respektieren. And we need to have respect for people of other religions. Natürlich müssen wir Respekt haben für den Einzelnen. But to say that all these religions are the same, Aber zu sagen, dass alle Religionen das Gleiche and that sind Muhammad can in any way be compared with und dass Jesus, Mohammed und Jesus auf der gleichen Stufe and stehen his way in any way can be compared with the Jesus way, und sein Weg ist ähnlich wie der von Jesus, it's nonsense. ist Blödsinn. And if that's nonsense, then this second reality is also true. Und wenn das Blödsinn ist, dann stimmt diese zweite Wahrheit auch. Mission is an urgent necessity. Mission ist wichtig. And what you and I are involved in is not some optional extra which sort of a certain percentage of Christians get involved in. Wir sind nicht nur ein Teil von den Christen, die das machen, Mission, But mission must be the very heartbeat and driving force of the Christian church. aber Mission muss am Herzen der Gemeinde liegen. We worship a unique Savior. Wir beten einen einzigartigen Gott an. The way of salvation he offers to the world, it's the one and only way because he is the one and only. Den Weg der Errettung, den er anbietet, ist einzigartig, weil er einzigartig And ist. therefore, it's an urgent requirement that I should spend my life expressing and explaining this one way to as many as I possibly can. Darum ist es eine wichtige Sache, dass ich so viel Zeit meines Lebens dafür nutze, das weiterzugeben. Imagine I was a cancer specialist Stellt euch vor, ich bin Krebsspezialist and I was researching into a particular kind of cancer. und ich schaue mir einen gewissen Krebs ganz genau an, And I was in my laboratory sitze in meinem Labor and I came up with some formula which I knew would heal this particular sort of cancer. und ich finde eine Lösung für einen spezifischen Krebs. And I wrote the formula down on a piece of paper, Ich schreibe das auf ein Papier, folded the paper in two, falte das Papier, put it in my pocket, tue es in meine and Tasche left it there. und lass es da drin. What kind of a person would I be? Was für eine Person bin ich? And here are we. Und hier sitzen wir. By the mercy of God, the one and only person who can save this world has been revealed to us. Und die Person, die die Welt retten kann, die haben wir We kennengelernt. can't fold that knowledge
like that cancer specialist might fold that piece of paper Wir können dieses Wissen nicht einfach zusammenfalten wie dieser and just keep it to ourselves. Krebsspezialist und es bei uns behalten. If we do that, what kind of people are we? Wenn wir das tun, was sind wir für Menschen? So let's look at this together. What does it mean to say that Jesus is the one and only? Was bedeutet es zu sagen, Jesus ist der Einzige? I want to tell you it means 4 things. Das bedeutet 4 Dinge. Firstly, it means he's unique in his person. Das heißt, er ist einzigartig in seiner Person. Secondly, he's unique in his Er temptations. ist einzigartig in seiner Versuchung. Thirdly, he's unique in his work. He's unique in what he's done. Einzigartig in dem, was er getan hat. And finally, he's unique in his resurrection. Und einzigartig in seiner Auferstehung. Now, he's unique in many more ways, as our preacher has just explained. Noch viele andere Dinge, in denen er einzigartig ist. But those are the 4 we're going to concentrate on this morning. Aber auf die 4 wollen wir uns mal So let's look at the person of Jesus. Lasst uns die Person Jesu And you need now anschauen. to turn to Colossians chapter 1. Kolosser 1. And we're going to look at a hymn which the early church used to sing in their worship services. Wir wollen uns ein Lied anschauen, das die Gemeinde früher gesungen hat. I wish some Christian band would put this hymn to music. Ich wünschte mir, dass es eine christliche Band gibt, die dazu Musik macht. The hymn is verse 15 to verse 20 of Colossians chapter 1. Vers 15 bis 20, Kolosser 1. Paul takes the hymn and he builds it into his letter to the Colossians. Paulus nimmt dieses Lied und packt das in diesen Brief hinein. It's a hymn with 2 verses, Ein Lied mit 2 Versen. verses 15 to 17, verse 1 of the hymn. 15 bis 17 sind die erste Strophe. And that talks about the supremacy of Jesus over the whole of creation. Da geht es um die Einzigartigkeit, dass er drüber steht über der ganzen And then Schöpfung. verses 18 to 20 are the second verse of the hymn. 18 bis 20 ist die zweite Strophe. And they speak of the supremacy of Jesus in the church. Da geht es darum, dass Jesus über allem steht in And der Paul Gemeinde. says 7 things about his supremacy in creation Und Paulus sagt 7 Dinge über das über allem Stehen von and Jesus. 7 things about his supremacy in the church. Und 7 Dinge über über alles Stehen in der If you want a Gemeinde. great Bible study, look at those 14 statements in detail. Schaut euch mal diese 14 Aussagen an. We've only got time this morning to look at the first verse of the hymn. Wir haben nur Zeit für den ersten Vers. We'll look very briefly at the first 7 statements. Wir schauen uns die ersten 7 Aussagen an. First of all, Jesus is the image of the invisible God. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So Paul has got a stamp in his mind, a seal. Paulus hat ein Ziel in seinem Kopf. And when you put that stamp on the paper, you get the exact representation of the stamp on the piece of paper. Wenn du diesen Stempel auf das Papier drückst, in den Wachs, bekommst du das identische Bild. Jesus is the exact representation of God himself. Jesus ist das Ebenbild Gottes. If you want to know what God is like, look at Jesus. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, schau dir Jesus an. If you want to know how God works, how God thinks, how God feels, look at Jesus. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, denkt, liebt, schau Jesus an. He's the exact stamp representation of God himself. Er ist das Ebenbild Gottes. The second statement is a bit strange. Zweite Aussage ist ein bisschen komisch. He's the firstborn over all creation. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. That's caused a lot of confusion to a lot of Christians. Das bringt uns Christen durcheinander. Jehovah's Witnesses might come to your door Jehovas Witness kommt an eure Tür and they'll challenge you about the Trinity. How can you believe in the Trinity? und die sagen zu euch, wie könnt ihr an die Dreieinigkeit glauben? And if they're well-trained Jehovah's Witnesses, Und wenn die gut ausgebildet sind, they'll turn you to Colossians 1:15 dann sagen zu euch Kolosser and 15. they'll say, look, your own scriptures show he's not Trinitarian. He's born. He's the firstborn. Guck mal, da steht, er ist als Erster geboren. So what did Paul mean? Was meinte Paulus hier? Well, he meant a number of things, and you're going to have to look at the books on theology to see the whole picture. Ihr müsst euch theologische Bücher anschauen, um das But ganze one Bild thing zu he sehen. meant is this. Aber eine Sache war diese. Go back 2,000 years, and how was the firstborn son in the home dealt with? Vor 2000 Jahren, wie ging man mit dem Erstgeborenen im Haus The um? firstborn son was given astonishing authority and dignity in the home. Something that no other child received was given to the firstborn. Der erstgeborene Sohn hatte einen besonderen Platz, Autorität, so wie sonst Paul keiner. is saying this is how the Father has dealt with the Son. Paulus sagt, so hat der Vater mit dem He's der treated him as the firstborn. He's given him all the rights, all the dignity and authority of the firstborn.
Er hat ihm all diese Vorrechte gegeben, die ein erstgeborener Sohn hat. You can see, thirdly, that he's not born in the sense that we're thinking of. Ihr seht auch, er ist nicht so geboren, wie wir das denken. Because verse 16 says, by him all things were created. Vers 16 sagt, denn in ihm ist alles geschaffen. He's not part of the creation. Er ist nicht Teil der Schöpfung. By him all things were created. In ihm ist alles geschaffen. The Father willed the creation of the universe. Der Vater hat gewollt, dass die Schöpfung, And the Son, as the Father's obedient servant, was the force, the power through which the worlds were made. entsteht. Und der Sohn war die Kraft, durch den alles entstanden ist. So they were all created by him. Es wurde geschaffen durch ihn And they were all created for him. und geschaffen Says für Paul. ihn, sagt Paulus. Everything in the whole of creation one day will bring glory to Jesus. Alles in der Schöpfung wird eines Tages dem Herrn die Ehre geben. God has created everything for his Son Gott hat alles geschaffen zu seinem Sohn, to hin, bring glory, worship, adoration to the Son. um ihm Anbetung zu schenken. So the psalmist says that one day even the wrath, the anger of men and women will praise him, will bring glory to him. Der Sohn sagt, eines Tages werden selbst die zornigen, Verzweifelten ihm die Ehre You geben. know, people should realize that. Menschen müssen das verstehen. As they spend their lives trying to destroy Christianity, as many people do, Viele versuchen ein Leben lang they should realize that in the sovereignty of God, Christen zu zerstören. Die müssen verstehen, one day all their evil, angry actions, dass in der Herrlichkeit Gottes eines Tages God will transform it all. Gott das alles verwandeln wird. And even their wrath, even their anger will bring praise Selbst ihr Zorn wird to Jesus. dem Herrn Ehre geben. It's not surprising, therefore, is it, Das ist keine that the next Überraschung, thing Paul says was Paulus als nächstes sagt, is that he's before all things. dass er vor allem war. He's not part of creation, he's before all things. Er ist nicht Teil der Schöpfung, er war davor. Jesus himself said, before Abraham was, I am. Jesus sagte, bevor es Abraham gab, And gab it es doesn't mich. mean I was born before Abraham. Heißt nicht, ich wurde vorher geboren. The actual translation should be, before Abraham was, I eternally am. Die Übersetzung sollte sein, bevor Abraham war, war ich ewig. And the seventh thing Paul says Die 7. Sache, is that in him, in Jesus, in Jesus everything is being held together. wird alles zusammengehalten. Doesn't seem like that sometimes, does it? Sieht nicht so aus manchmal, oder? Seems the world is sometimes spinning out of control. Sieht so aus, als wenn die Welt manchmal If durchdreht. you're a Christian and you're in Orissa, India this morning, you might be questioning this verse. Wenn du in Indien, in Orissa wärst, als Christ heute Morgen, wärst du 700 vielleicht homes in Orissa of Christians have been destroyed. diesen Vers in Frage stellen. 700 Häuser zerstört, Churches have been burnt to the ground. Gemeinden angezündet. Quite a number of pastors have lost their lives just in the past 2 weeks. Viele Pastoren umgebracht in den letzten 2 If Wochen. you're in India, you might be questioning this In verse. Indien würdest du diesen Vers in Frage stellen. Jesus is holding everything together in his hands. Jesus hält alles zusammen in seinen Händen. One commentator says Jesus has got his hands on the reins of the universe. Ein Kommentator sagte, Jesus hat die Hände an den Zügeln des And he Universums. never allows those reins to slip from his holy grasp. Er wird nie zulassen, dass diese Zügel aus seinen Händen And you rutschen. might have some fears as you think about the next few months with OM. Vielleicht habt ihr ein paar Ängste, wenn ihr an die nächsten Monate And I denkt. want you to know Jesus has got his hands on the reins of your life. Ich möchte, dass ihr wisst, Jesus hat die Zügel in den Händen. And he's never going to let those reins slip from his grasp. Er wird das niemals loslassen. He's holding everything together in his hands. Er hält alles zusammen in seinen Händen. I fly quite a lot. Ich fliege viel. And a mother took her 2 kids to Heathrow Airport. Eine Mutter mit 2 kleinen Kindern, Heathrow, They went up into the observation tower, die sind oben auf diesen Aussichtsturm. and to these young kids, the sky just seemed full of planes. Und für diese 2 kleinen Kinder war der Himmel And they voller seemed to be Flugzeuge. moving at incredible speeds. Die schienen alle so schnell zu sein. And the little girl turned to mum and said, Mum, there's going to be a crash.
Und das kleine Mädchen drehte sich zur Mama und sagte, And Hilfe, Mum said gleich, something that everybody who flies hopes is the case. gleich knallen die hier zusammen. She Und die said, Mutter just along sagte, the road there, there's a control tower. da unten gibt es einen Kontrollturm. And there's a guy, he's got his hands on switches, he's speaking into a microphone. Und da ist ein Mann, der hat ein Mikrofon vor sich. And he's holding the whole sky together in his hands. Und er hält den ganzen Himmel zusammen in seiner Hand. Apparent chaos is being held together. Mögliches Chaos wird zusammengehalten. That's Jesus. Das ist Jesus. That's his person. Das ist seine He Person. bears the very stamp of God. So ist er. Er hat diesen Siegel Gottes. He's been given the authority, the dignity of the firstborn by his Father. Er hat diesen Ehrenplatz des Erstgeborenen. The whole creation came into being through him. Die ganze Schöpfung entstand durch ihn. And it's for him. It'll bring glory to him. Und für ihn. Es wird ihm die Ehre geben. So he's before it all. Er war vorher And he's holding it all together. und jetzt hält er alles zusammen. Do you know anyone else like that? Kennt ihr noch jemanden, der so ist? No, he's the one and only. Er ist der Einzige. He's unique. Einzigartig. Secondly, he's unique in his temptations. Er ist einzigartig in seinen Versuchungen. Because what I've told you about Jesus, the devil knew. Das, was ich euch über Jesus erzählt habe, wusste auch der If you Teufel. turn to Mark chapter 1, you'll see that the devil knew all of that about Jesus, and he was very worried. Wenn ihr Markus 1 anschaut, seht ihr, der Teufel wusste dies alles. Mark chapter 1, verse 23. Markus 1, 23. Just then, a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out, Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist. "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Was willst du von uns, Jesus von Have Nazareth? you come to destroy us? Bist du gekommen, uns zu vernichten? I, evil spirit, I know who you are. Ich weiß, wer du bist, You're the Holy One of God." der Heilige Gottes. So the devil isn't confused. Der Teufel ist nicht durcheinander. He knows exactly who Jesus is. Er weiß ganz genau, wer Jesus ist. And when this glorious person came to this earth, Als dieser wundervoller Mensch zur Erde kam, he was absolutely committed to bring him down. war er total verpflichtet, He ihn knew, of course, that his own survival depended niederzumachen. on him being brought down. Er wusste natürlich, dass es da um sein eigenes Überleben ging. And so he tempted Jesus in ways that you and I will never, ever be tempted. Er hat Jesus versucht auf eine Art und Weise, die wir nie erleben werden He müssen. tempted Jesus in ways that you and I will never understand. Auf eine Art und Weise, die wir nie begreifen werden können. I give some messages on temptation. Ich rede manchmal über And some Versuchung. people come to me and they say, Jesus doesn't understand my temptation. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, der Herr versteht nicht, was ich And what durchmache. they mean is this. Und was sie tun, ist A das. lot of our temptation comes through the memory of former sin. Unsere Versuchung kommt durch die Erinnerung an frühere Sünde. Sin can be astonishingly enjoyable at the time, can't it? Sünde kann wunderschön sein in dem Moment. And you remember that, and it's a powerful part of temptation. Und du erinnerst dich daran, das ist ein großer Teil der Jesus Versuchung. had no memory of sin. Jesus hatte keine Erinnerung He an was Sünde. sinless. Er war ohne. How can he understand my temptation? Wie kann er meine Sünde verstehen? He hasn't been tempted as much as I have. Er ist noch nie so versucht worden, wie ich das The bin. very opposite is the case. Genau das Gegenteil ist der Fall. Hebrews chapter 12 asks this question. Hebräer 12 fragt, In your struggle against sin, in deinem Kampf gegen die Sünde, have you resisted to the point of shedding your blood? warst du an dem Punkt, dein Blut zu vergießen? You see, as Satan turns up the sort of strength of temptation against us, Wenn der Satan aufdreht mit der Versuchung gegen uns, there comes a point when we fail, we fall. kommt ein Punkt, wo wir es nicht schaffen. But as Satan turned up the strength of temptation against Jesus, Aber als Jesus der Teufel he never fell. aufgedreht hat gegen Jesus, er ist nie gefallen. Everything that Satan could throw at Jesus, Alles, was Satan Jesus he vorwerfen took, konnte, he resisted. hat er genommen, er hat dem widerstanden. So the writer of the Hebrews says, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, as Jesus did, striving against sin. Der Schreiber von Hebräerbrief sagt genau das. Ihr habt noch nicht zu diesem Punkt And that widerstanden. means, thirdly,
He's unique in his work. Und das heißt, er ist einzigartig in seiner Arbeit. Let's go to 2 Corinthians and look at chapter 5 and verse 21. 2. Korinther 5, 21. What happened when this unique person who'd taken everything Satan could throw, what happened when he went to the cross? Was passierte mit diesem wundervollen Menschen, als er ans Kreuz genagelt It was wurde? just this some great religious leader, performing his final sacrifice, War das so ein religiöser Leiter, der noch so den letzten Opfergang hatte? setting his great example Sein letztes großes for Beispiel us to follow. für uns, dass wir I'm willing to die for my convictions. Is that what Calvary is all about? Geht es darum, dass ich für meine Überzeugung sterben Well, not will? according to 2 Corinthians 5:21. Nicht, wenn wir 2. Korinther 5, 21 anschauen. God made Jesus, Gott machte Jesus. who had no sin because he resisted perfectly against Satan. Er hatte keine Sünde, weil er immer widerstanden hat. He made him to be sin for us, Er hat ihn zur Sünde gemacht für uns, so that in him we might become the righteousness of God. damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott That's what happened gilt. at Calvary. Das ist passiert. That's what happened during those 3 hours of darkness. Das passierte in diesen 3 Stunden der Stille und Something so Dunkelheit. dreadful was happening So was Furchtbares geschah, that God turned off the lights. dass Gott das Licht ausgemacht hat. And he said, I don't want you to look at this. Und er hat gesagt, ich will, dass du das This anschaust. is so utterly dreadful. I'm turning off the lights. Das ist so grausam, ich mache das Licht aus. And in the middle of those hours of agony, Und mitten in diesen Stunden an dem Tag, my God, why have you forsaken me? mein Gott, warum hast du mich verlassen? I understand the disciples forsaking me. They're just human. Ich verstehe, dass die Jünger mich verlassen haben. But I've lived for all of eternity in absolute unity and intimacy with you. Aber in der Herrlichkeit, Ewigkeit habe ich mit dir gelebt. And now even you are leaving me. Und jetzt lässt selbst du mich zurück. As he takes upon his own body my sin. Er nimmt meine Sünde auf seinen Körper auf. And God, the Holy Father, punishes his own Son, whom he loves more than anything else in the universe. He punishes him for me. Gott straft seinen einzigen Sohn, den er liebt wie nichts sonst, nur für mich. I love jogging. Ich liebe es zu joggen. I was in San Paulo one day. In I was São Paulo, in San Paulo, and it's a very hilly city. ziemlich viele Hügel. And one morning, very early, Sunday morning, I got up. Sonntagmorgen ganz früh. And I looked out of the windows and I looked up one of the roads and I saw lots of lights. Seemed to be hundreds of lights, small lights. Gucke ich aus dem Fenster und sehe diese vielen So I kleinen thought I'll Lichter. jog up there and I'll see what's going on. Dachte ich, oh, ich jogge da mal hoch und guck mal, And I was da jogged los up and there was tablecloths all along the roadside, for hundreds of yards, tablecloths. Ich rannte da hoch und da lagen diese ganzen Tischtücher auf der And there was Erde, lovely food on these tablecloths. mit schönem Essen dekoriert. And the dogs were having a wonderful Sunday morning. Und die Hunde hatten ein Fest. I was quite confused. I jogged back and I asked my host, what's it all about? Ich war ein bisschen durcheinander, bin zurück und habe And gefragt, she was said, ist well, los? these are the poorest of the poor from the favelas, the slums of Rio. Das sind die Ärmsten hier in Rio. And they're bringing their offerings to their gods, their spirits. Sie bringen ihre Gaben ihren Göttern, ihren Geistern. And they're hoping and hoping and hoping that they're bringing enough to appease the anger of their gods. Und sie hoffen, dass sie genug bringen, um die Götter fröhlich zu stimmen. And if they've brought enough this Sunday, then maybe they won't get sick this week. Und wenn sie genug gebracht haben, werden sie vielleicht nicht krank diese Woche. What happened at Calvary? Was ist geschehen am Kreuz? God poured out his wrath on me, on his son, sorry. Gott hat seinen Zorn ausgegossen auf seinen Sohn. He expects nothing from me Er erwartet nichts von mir, because all of his anger has been expressed on his son, Jesus Christ. weil all sein Zorn schon auf Jesus ausgegossen There's wurde. no sacrifice I have to bring to appease his anger. All his anger has been poured out, Es gibt kein Opfer mehr, was ich bringen muss, but not on me, aber nicht mehr auf mich, on his own magnificent, glorious
Son. schüttet er seinen Zorn aus, sondern auf seinen einzigartigen Sohn. Can I just ask you to raise your hand again if you believe that you believe that happened Könnt ihr at euch mal Calvary? melden, wenn ihr das wirklich glaubt? If you believe that happened at Calvary, Wenn ihr glaubt, dass das am Kreuz then you're geschehen not going to ist, carry any burden out of this conference, are you? möchte ich, dass ihr nichts mehr mit euch mitschleppt. No great burden of sin that you're worried one day, am I going to get done for this? Kein großes Problem, wo ihr denkt, eines Tages kriege ich No dafür great Ärger. burden of shame and guilt. Keine Schande, irgendwas, was euch... No, it's all being dealt with at the cross. Am Kreuz wurde das schon alles... All of that anger, all of that holy hatred against sin, it's already been expressed. All dieser Hass, alles, was da sein könnte, ist schon vergeben. This was an absolutely unique sacrifice. Es war ein einzigartiges Opfer. There's been nothing like it before or since. Es gab niemals so eins zuvor oder seitdem. And that leads to the fourth point. Noch der vierte Punkt. Because 3 days later, 3 Tage später he rose again. ist er auferstanden. And he'll never die again. Und er wird nie mehr sterben. He rose again forever. Er ist auferstanden für immer. And that's unique. Das ist einzigartig. You can visit the tomb of Muhammad. Ihr könnt das Grab von Mohammed besuchen. Of course you can visit the grave of Ihr Jesus. könnt auch das Grab von Jesus besuchen. But it's an empty grave. Aber es ist leer. I was in Myanmar, Burma, just earlier late last year. Ich war in Myanmar, Burma. And I visited one of these huge Buddhist temples, seemed to go on for a mile. Ich war in so einem riesigen buddhistischen Tempel. Tons and tons and tons of gold in this temple. Unmengen von Gold in diesem Tempel. So I asked, how did this temple come to be? Habe ich gefragt, wie kam dieser Tempel And they zustande? told me that 2,500 years ago, Und sie erzählten mir, vor 2500 Jahren 2 people went from Myanmar to visit the Buddha in India. sind Leute aus Myanmar zum Buddha nach Indien. And the Buddha gave them 7 hairs of his head. Der Buddha gab ihnen 7 Haare von seinem I've given Kopf. many more than 7, but the Buddha gave 7. Ich könnte so viele nicht geben, der Buddha gab 7. And they brought the hairs of the Buddha back to Myanmar. Und diese Haare brachten sie zurück nach Myanmar. And they have built this massive, huge, expensive temple to commemorate 7 hairs of the dead Buddha. Und dieser Tempel wurde gebaut, um diese 7 Haare des toten Buddhas aufzubewahren. We believe in a risen Lord, Wir glauben an einen auferstandenen a Herrn, risen Savior who has defeated death auferstandenen Retter, der den Tod besiegt hat and will never die again. und nie mehr sterben wird. That's our glorious message of hope. Das ist unsere wunderbare Nachricht. This is who we worship this morning. Diesen beten wir an. This is whom we seek to serve around the world. Ihm wollen wir dienen in der ganzen Welt. Not a great religious leader, Kein großer religiöser not Leiter, the greatest man who's ever lived, though he certainly was that, nicht der größte Mensch, der je gelebt hat, but someone who's totally unique in his person, aber einer, der total einzigartig in seiner Persönlichkeit war. something that Satan knew well. Etwas, das der Satan kannte. And because of that, he became utterly unique in his temptation. Darum wurde er einzigartig in seiner Versuchung. And because of that, the work that a sinless Son of God was able to do at the cross became utterly unique. Und deswegen konnte Jesus eine einzigartige Tat am Kreuz And vollbringen. because that work at the cross was so perfect, Und das, was am Kreuz geschah, war so perfekt. God raised him from the dead. Hat Gott ihn von den Toten And auferweckt. that raising of the Son by the Father was an expression of his satisfaction with his Son's work. Diese Auferweckung des Vaters für den Sohn war ein Ausdruck der Befriedigung, Because of who he is, because of what he's done, weil er so zufrieden war mit seinem Sohn und dem, was er getan hat. I am free from sin this morning. Deswegen bin ich frei von Sünde heute früh. I still sin, ask my wife. Ich sündige immer noch, fragt meine Frau. But I'm free from the penalty, the guilt, the shame of sin Aber ich bin frei von der Schmach der Sünde. because of the person, the temptations, and the cross work of Jesus Christ. Wegen Jesu Tun am Kreuz für mich. And one day, because of his resurrection, Und eines Tages wegen seiner I know I'm going to Auferstehung be free from the presence of sin. werde ich auch von der Gegenwart der Not Sünde just frei its sein. power, not just its guilt, not just its shame. I'm going to be free actually from the presence of sin. Nicht nur frei von der Schande und der Gegenwart der Sünde, ich werde frei sein And the von longer I der Sünde. live and the more I struggle against sin, Desto länger ich lebe und mit der Sünde kämpfe,
the more I'm looking forward to that time desto mehr freue ich mich drauf, when I'll just be with him, wenn ich nur mit ihm sein kann, the one who came to be with me. so wie er mit mir war. And I won't be struggling against sin any longer. Ich werde nicht mehr gegen die Sünde kämpfen I müssen. won't be falling. I won't be failing. Ich werde nicht mehr versagen. I'll just be worshipping. Ich werde nur noch anbeten. Because I say, this person is worthy of our worship. Weil ich sagen kann, diese Person verdient mein I hope Anbetung. you'll spend not just a Sunday morning, but 7 days, 365 a year, worshipping Ich hoffe, wir beten nicht nur am Sonntagmorgen an, the sondern immer one and the only. den Einzigartigen. Let's worship him together. Lass ihn uns anbeten zusammen.